Hallo und willkommen bei Data Unity. Der November 2021, der hatte einiges an Updates für Power BI parat und die wichtigsten aus meiner Sicht gehe ich einmal durch. Wenn wir uns jetzt den Bericht anschauen, dann fällt uns auf, dass die Visualisierungsleiste hier etwas überarbeitet wurde. Und zwar können wir hier, wenn wir in die Detailsicht wechseln, dann sehen wir die ganzen Visuals nicht mehr, übrigens auch nicht, wenn wir eins markieren. Dann haben wir einfach mehr Platz für die Details hier. Wir haben auch Kategorien, nach denen wir immer noch hier aufklappen und bearbeiten können. Wir sehen auch eigentlich ausgeblendete Elemente, weil hier zum Beispiel gar keine Small Multiples genutzt werden. Und auch im Bereich der Formatierung an sich hat sich etwas getan. Beim Text haben wir jetzt immer, wow, ein Update aus der Kategorie, warum nicht schon immer, fett, kursiv und unterstrichen. Und das Ganze ist etwas aufgeräumter, also mehr, ja, angepasst an die anderen Microsoft-Produkte. Ein weiteres kleines visuelles Update, das haben wir bei den Textfeldern. Da haben wir jetzt auch Bullet Points und tiefgestellte und hochgestellte Texte und Ziffern. Und die nächste kleine Verbesserung, die betrifft die Legende. Legenden sollte man ja nicht so oft nutzen in Berichten, also gute Dashboards brauchen die oft nicht, aber wenn ich jetzt doch mal hier eine einblende, dann sehen wir ja, sieht schlechter aus, aber man kann jetzt die Legende auch sortieren. Und das ging vorher nicht. Da war die einfach alphabetisch sortiert. Also solltet ihr doch mal eine Legende verwenden, dann könnt ihr sie jetzt auch sortieren. Nun aber zu einer größeren Ergänzung. Und zwar haben wir jetzt ein neues Element. Wenn ich hier über das Einfügen gehe, dann sehen wir Navigator und da kann ich einen Seitennavigator einblenden. Ein Seitennavigator, der ist nicht zu verwechseln mit einfachen Buttons, sondern der hat gleich alle Seiten des Berichts hier, also dasselbe, was wir auch unten sehen. Und meine Erfahrung war dann doch oft, dass, obwohl es unten diese Seitennavigation gibt, sie oft als nicht so praktisch empfunden wurde. Das wurde dann mit Buttons nachgebaut und nun gibt es hier ein Element, was eben gegenüber den einzelnen Buttons die Vorteile hat, dass die Wartbarkeit deutlich besser ist. Der ergänzt sich automatisch, wenn eine Seite dazukommt und auch Umbenennungen werden mitgezogen. Wir haben hier auch ein paar Möglichkeiten, zum Beispiel können wir die einzelnen Seiten, die ausgeblendet sind, auch ausschließen. Jetzt aber nicht selektiv einzelne Seiten, sondern wir müssten sie dann ausblenden. Und es gibt auch einiges an Formatierungsoptionen tatsächlich. Das müssen keine schwarz-weißen Quadrate sein. Erwähnenswert ist auch ein neues Visual, und zwar sehen wir hier die Scorecard. Die Scorecard bezieht sich auf die Goals im Power BI Service. Die Goals nutze ich persönlich noch nicht. Sie haben aber im November sehr viele Updates erfahren, auch im Zusammenhang mit Power Automate. Und das ist etwas, was sicherlich in Zukunft noch relevanter wird. Wenn ihr da schon Use Cases und Beispiele habt, dann freue ich mich natürlich über jeden Input und Feedback. Auch ein Custom Visual ist diesmal erwähnenswert, und zwar die InfoRiver Standard Edition. Das ist ein Visual, was ja so IBCS-mäßig Tabellen und Abweichungen darstellt, wie zum Beispiel Zebra BI und andere, und auch auf jeden Fall einen Blick wert, wenn ihr solche strukturierten Visuals gerne erstellen wollt. Und auch im Bereich der Konnektoren möchte ich noch einen neuen erwähnen. Und zwar gibt es jetzt einen eigenen Konnektor für Google-Tabellen. Damit können wir Google-Tabellen ähnlich wie Excel auch direkt in Power BI über eine URL einbinden und es funktioniert auch sogar über Power Query. Aber auch im Zusammenhang mit Excel für Web gibt es eine schöne Verbesserung. Wir können jetzt Pivot-Tabellen hier direkt beim Einfügen aus Power BI Datasets erstellen und dann, hier habe ich was vorbereitet, kann eine Pivot-Tabelle hier so aussehen, eine sehr einfache Pivot-Tabelle, aber mit demselben Look and Feel, wie wir es von Pivot-Tabellen kennen. Und wenn wir aber das Excel for Web jetzt im SharePoint hier zu liegen haben, dann ist es wiederum möglich,
diese Datei hier einzubinden als Datenquelle über den SharePoint-Link. Und dann habe ich hier dieselbe Pivot-Tabelle, die wir im Web haben, habe ich hier in Power BI eingebunden bzw. in Power Query. Wenn wir das so zusammenbringen, da fallen mir schon interessante Ideen ein, zum Beispiel für die Planung, weil wir ja nirgendwo besser planen und schreiben können als doch in Excel-Tabellen, aber über Power BI können wir die dann wieder einbinden, aber auch in Excel einspielen. Natürlich ist das hier ja ein anderes Power BI Dataset als das grundlegende Dataset, aber wenn wir an Composite Models denken, kann ich das hier wieder mit dem ursprünglichen Datenmodell zusammenführen und dabei schöne Planungs-Use-Cases mir überlegen. Ja, zu guter Letzt noch etwas, was ich nur erwähne. Es gibt jetzt bei der automatischen Aktualisierung auch die Möglichkeit, die Composite Models, die über Direct Query angebunden sind, auch automatisch aktualisieren zu lassen. Allerdings, klar, es sind immer noch Power BI Datasets und auch die Aktualisierung dahinter muss natürlich entsprechend häufig laufen. Also wenn wir die dann nur 8-mal am Tag haben, dann bringt es wenig jetzt im Report die Visuals direkt zu aktualisieren. Dennoch auf jeden Fall eine interessante, erwähnenswerte Änderung. Es gibt auch noch weitere Änderungen im Microsoft-Blog. Das waren nur meine Highlights. Zum Beispiel gibt es auch einiges an Updates im Bereich der Konnektoren. Und in diesem Sinne freut es mich, dass ihr hoffentlich genauso viel Spaß am Power BI Update habt diesen Monat und bis zum nächsten Mal.